Willkommen zu Frequent Traveler TV und der heutigen Sendung. Wie ihr wisst, lade ich diese Sendung ja auch als Podcast hoch. Ich bin da etwas eingeschlafen, um es mal ehrlich zu sagen, aber ich versuche den Podcast auch wieder zu machen. Aber der Workflow für den Podcast ist am Ende des Tages schon etwas anstrengender. Deshalb habe ich da nicht immer Zeit zu und so. Auch wie in den letzten Tagen sind die Sendungen rar geworden, weil ich eher mal in den USA noch viele Sachen zu machen hatte. Wir haben dort ein neues Headquarter in den USA für unsere US-Kreditkartengeschichte, Meilenpunkte-Status sammeln. Und da werden wir uns dann auch regelmäßig in den USA treffen. Das ist nördlich von San Diego, direkt am Meer. Also insofern senden wir jetzt auch eine frisch gepresste Sendung aus Helsinki, wo ich jetzt im Moment gerade bin, aber auch wieder voll im Stress, viele Calls und so weiter, deshalb die Sendung vernachlässigt. So, die frisch gepressten Themen sind Verdi versus Lufthansa. Da gibt es natürlich Turnaround-Gegner und Gegenstimmen. Die 747, da hat Lufthansa ganz viel mit vor. Eventuell fliegen sie nach Hawaii, ja, das ist so ein 90er-Vibe und der Allegris-Umbau. Auch Lufthansa gibt Gas beim TAP-Einstieg. Sie versuchen zu punkten mit dem Joint Venture A++. Und wir haben auch Nachrichten aus der Lufthansa-Welt, wo Lufthansa vor Gericht verliert gegen Skip-Legging. Ich erkläre euch, was das ist und wie es für euch interessant ist und nicht nur für euch in Deutschland, sondern auch in Österreich. Ja, Paris-Charles de Gaulle, da gibt es ein neues Terminal-Layout, ist es nicht, aber die Zahlen werden neu gemischt und die Buchstaben, das war ja eher so ein Buchstabensalat. United Mileage Plus hat Änderungen und es gibt wieder eine Meilenentwertung. Andere nennen es Enhancement, ich nenne es wie immer Entwertung. Ja, und ihr könnt natürlich wie immer dann auch am Ende die Zuschauerfragen beantworten, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, aber auch ganz, ganz wichtig auf School zu kommen. Das erste Thema ist die Tarifrunde, die jetzt neu gestartet wird bei der Verdi für das Bodenpersonal und Lufthansa. Da ist es ja wieder so, dass ca. 20.000 Beschäftigte des Lufthansa-Personals 6% mehr Lohn fordern, aber mindestens 250 € pro Monat. Ja, man möchte auch zusätzlich Strukturthemen angehen. Themen sind da ganz wichtig: Schutz vor Ausgliederung, Tarifflucht, Umgang mit Turnaround. Anfang 2024 gab es ja harte Tarifauseinandersetzungen mit Streiks und man hat sich erst nach der Schlichtung geeinigt. Und ich denke mal, nicht nur Lufthansa hat diese Tarifschlacht negativ in Erinnerung, sondern wir Passagiere ja auch. Die nächste Runde soll ab 19. Januar stattfinden. Man hat immer wieder das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier. Der Kostendruck der Stellenabbau Lufthansa, Lufthansa möchte ja 4.000 Stellen in der Verwaltung entschlacken, hätte ich fast gesagt, beziehungsweise abbauen. Und man möchte halt enger die Gesellschaften miteinander bündeln, Aufgaben bündeln, aber auch die Strukturen halt wirklich verschlanken und damit werden die Leute obsolet. Beispiel München: Verwaltungs- und Steuerungsaufgaben von Cityline und City Airlines sollen im Lufthansa Aviation GmbH verschoben werden. Laut Gewerkschaft ist dort ein ca. 20%iges niedrigeres Tarifniveau. Das Programm Turnaround nochmal soll bis 2028 rund 2,5 Milliarden € Ergebnisbeitrag liefern, also einsparen. Das soll halt dort dann weniger an Kosten kommen. Viele Maßnahmen betreffen direkt das Bodenpersonal. Verdi lehnt ja die Ausgliederung in niedrigere Tarife grundsätzlich einfach mal ab im Rahmen von Turnaround, was durchaus Sinn macht. Die Pläne in München ist halt wirklich so, dass sie halt 1/5 weniger kosten. Und die Frage ist, wie weit darf das Effizienzprogramm Turnaround gehen aus eurer Sicht, bevor es aus eurer Sicht zu Lasten von Fairness und Motivation der Mitarbeiter kippt? Bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Die Lufthansa 747-8, ein Bestandteil nicht jeder Flotte, aber bei der Lufthansa. Und da gibt es 19 Stück. Die 20. hatten sie nicht abgenommen. Das war, glaube ich, sogar die erste. Die ist ja dann irgendwie verkauft worden jetzt an irgendjemanden letztes Jahr. Also auf jeden Fall ist es so, man möchte dort umbauen. Die Flottenstrategie der Landstrecke ist ja nicht nur die 747-8, sondern natürlich auch die 340er, die 340-600, also 300 und 600 und die 747-400 gehen in Rente 2028 spätestens.
Die 19747-8 bleiben über 2030 noch im Einsatz. Start des Umbaus für Aletris, der erfolgt in mehreren Stufen, ist der Januar 2026. Und der Grund ist, die 747 ist sehr komplex. Manchmal ist es natürlich auch so, dass wir das gerade geil finden, das Komplexe. Nämlich was als komplex betrachtet wird, ist die Nase vorne, wo die First Class im Moment drin ist. Und auch das spezielle Upper Deck. Ja, im Hauptdeck ist Austausch der kompletten Business Class, was da passiert. Also das Main Deck wird mit der neuen Allegris ausgestattet, Premium Economy, Economy Class. Die Anzahl der Business-Sitze bleibt gleich, inklusive 8 Suiten im Main Deck. Phase 2 ist Upper Deck und First Class. Später Nachrüstung der Business Class im Oberdeck und im First Class. Die First Class wird von 8 auf 6 Sitze reduziert, dafür deutlich mehr Privatsphäre und persönlicher Raum. Die Collins-Suiten, die in der 350er sind, kommen nicht in die 747. Der Grund ist, der Schwerpunkt würde zu weit nach vorne gehen und dann wäre man quasi nasenlastig. Ausgleichsgewichte im Heck sind nötig, aber die Lufthansa will das vermeiden. Es gibt ja schon Flugzeuge, die das haben, aus Gründen, damit man nicht zu zu nasenlastig wird. Und ja, was auch interessant ist, ist, dass der Umbau von dem First und Upper Deck natürlich wesentlich komplizierter ist wegen der Konstruktion. Man will keine Zeit verlieren, deshalb macht man zuerst das Main Deck mit der Business und der Premium Economy. Es gibt auch neue Langstrecken und sogar auch neue Ultralangstrecken, die angedacht werden. Und zwar gerade für die 747-8. Es gibt eine Idee, die nennt sich Frankfurt-Honolulu. Das wäre doch eine geile Sache. Theoretisch ist ja Honolulu als Nonstop möglich. 13.100 Kilometer Reichweite hat die. Und es gab ja in 2011 den Charterflug, das war eine 340-600 München-Honolulu für Kreuzfahrtgäste. Das war ein Flug von 14 Stunden 48 Minuten. Ja, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Würdet ihr gezielt dann die 747-8 buchen? Zum Beispiel Frankfurt, Honolulu, wenn das mal wirklich kommt, wegen der Kabine. Oder sagt ihr, nee, ich fliege Frankfurt, Honolulu, deshalb ist mir die Kabine. Egal, da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Was Lufthansa sagt bei TAP und dem Versuch, diese zu übernehmen, ist das Joint Venture. Lufthansa hat ja Ende November beim portugiesischen Staat offiziell Interesse an der Minderheitsbeteiligung mit 44,9% bei der TAP angefragt. Und 5% bleiben bei den TAP-Mitarbeitern. Der Staat soll die 50% haben, also etwas über 50%. Wären ja dann 44,9 plus 5 sind 49,9, also 50,1 würden beim Staat bleiben. TAP ist ja Starlines Partner von Lufthansa United und man hat ja auf den Strecken nach Brasilien, besonders aber auch nach Südamerika im Allgemeinen besonders gute TAP-Verbindungen. Damit sollte auch dann die 16.000 Passagiere aus 2023 wieder erreicht werden. 2022 die Gewinnzone nach 5 Verlustjahren. Und man hat aber trotzdem noch nicht das Bieterrennen gewonnen. Deshalb bringt man ja das A++, weil natürlich Air France, KLM oder aber auch IAG im Rennen sind. Deshalb spielt ja die Lufthansa die A++ Strategiekarte mit der Integration ins Transatlantic Joint Venture. Da sind ja drin Lufthansa United, aber auch Air Canada. Gemeinsame Abstimmung von Linien, Strategiepreisen, Vermarktung in Nordatlantikstrecken. Hört, die ITA kommt da ja auch rein, darf sie im Moment noch nicht wegen Monopolisierung. Aber es ist halt so, dass man ja die ITA dort integriert. ITA soll ebenfalls möglichst bis 2026 ins A++ Venture eingebunden werden. Und man hofft jetzt auf Kartellfreigaben von der italienischen Regierung, möchte man Unterstützung haben. Ja, die Verkaufsversuche der TAP waren ja auch relativ langatmig. 2015 gab es ja den Versuch bereits einmal zu privatisieren, später ist nur renationalisiert worden. Lufthansa und United standen angeblich kurz vor dem Einstieg, ja auch in 2020. Aber dann kam ja Covid, das hat alles gestoppt. Man hat aber einen noch, der vor Ort ist, der gar keine Allianz angehört. Das ist EasyJet. Die wollen auf die Slots drauf im Zuge der Privatisierung. Und José López sieht darin Wachstumschancen, ähnlich wie bei den ITA-Slots in Mailand, Linate und Rom.
Und Carsten Spohr lässt sich wie folgt zitieren: Unser Ziel ist es, die globale Anbindung Portugals zu stärken, die portugiesische Identität von TAP zu bewahren und das Wachstum der Airline nachhaltig zu sichern. Jo, wie seht ihr das? Seht ihr die Idee, Lissabon als atlantisches Drehkreuz für Lufthansa-Konzern aufzubauen? Ist das eine kluge Ergänzung oder Überdehnung des Netzwerks? Frage, die ich euch stelle, kommt aufs Google, dann können wir uns die anschauen. Das nächste Thema ist nicht so cool für Lufthansa gelaufen, für uns als Passagiere natürlich relativ cool. Und wenn ihr dem Thema immer wieder schon gefolgt seid, wisst ihr natürlich, eigentlich hat die Lufthansa Unrecht. Und ich sage es schon seit vielen Jahrzehnten, muss ich sagen, Skip-Lagging. Was ist das? Skip-Lagging ist, der Kunde bucht komplexe Routings, nutzt aber nicht alle Legs. Heißt also, der Klassiker wäre dann zum Beispiel, ich buche ein Ticket, ich habe das mal früher gebucht, von Kairo über Frankfurt nach Singapur und zurück, weil es halt billiger war. Und gab ja auch mehr Meilen. Der Wohnsitz ist in Deutschland und man hat aber dann den Flug in Frankfurt auf dem Rückweg beendet und damit hat man das Leg von Kairo, also nach Frankfurt nach Kairo, nicht mehr genutzt, was ich abgelehnt habe, weil ich möchte jede Meile mitnehmen. Bisherige Airline-Praxis war dann natürlich eine Nachberechnung oder Add Collect, wie es dann im Reisebüro heißt. Da gibt es sogar Debit-Memos und das ist schon immer eine Geschichte gewesen. Man war nicht oft erfolgreich. Anscheinend haben viele Kunden dann trotzdem bezahlt, aber einige haben geklagt. Jetzt gibt es auch ein Urteil, weil normalerweise Lufthansa immer eingeknickt und gesagt hat, wir wollen kein Urteil. Der Fall ist so, der Hon Circle, also ja, es war ein Hon Circle, war an Bord eines Flugs und hat dann im Prinzip den größten Fehler gemacht, den man machen kann. Er hat erzählt, was er für ein geiler Hon ist. Und der Hon hat gegenüber der Crew offensichtlich wohl gesagt, dass er das 6. Segment nicht mehr fliegt und hat das an Revenue Integrity geschickt. Revenue Integrity, das sind die Freunde von Hansens, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die dann immer die nasty E-Mails schicken. Und der Kunde hat halt Rechnung über mehrere hundert Euro erhalten. Rechtsanwalt Dr. Matthias Böse übernimmt natürlich den Fall. Das ist ja für ihn quasi ein normaler Fall. Und Lufthansa erkennt die Forderung kurz vor der Verhandlung natürlich vollständig an, vermeidet aber ein Urteil mit Präzedenzwirkung. Das wollte man haben. Aber in dem anderen Fall hat das BGH ein Grundsatzurteil gefällt. Und zwar die Klausel in der Lufthansa-Beförderungsbedingung, wonach alle Segmente in gebuchter Reihenfolge geflogen werden müssen und sonst hohe Nachzahlungen fertig werden, ist unwirksam. Und zwar ist der Grund, Kunden müssen die Möglichkeit haben, ihre Reisepläne nachträglich anzupassen, wenn unvorhersehbare Umstände kommen. Heißt also, wenn ihr die Pläne ändert, weil etwas passiert, was ihr vor der Buchung nicht wusstet, dann ist das natürlich ein Thema. Zusätzliche Zahlungen in solchen Konstellationen sind verbraucherrechtswidrig. Lufthansas Preissystem werde dadurch laut gerichtlich unzumutbar gefährdet. Nach Rechtslage, die auch ja ähnlich ist in Italien, ist es in Österreich, ist es ja auch so, dass du da dann die Coupons einfach abfliegen kannst. Ist halt so nicht konform mit COC, aber rechtlich zulässig, wenn der Grund nach der Buchung entstanden ist. Heißt also Krankheit, höhere Gewalt, andere unvorhersehbare Ereignisse. Die Passagierpflichten gibt es auch. Ihr müsst die Lufthansa informieren. Ihr ruft die Lufthansa an und sagt, hey Lufthansa. Und dann könnt ihr Nachweis erbringen, dass der Anlass der Buchung nach der Buchung entstanden ist. Kann man ja machen. Und Lufthansa reagiert auf die Änderung, nur neue Klausel für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland und Österreich. Bei Änderung von Reiseplänen aufgrund nachträglich eingetragener Umstände keine zusätzlichen Gebühren. Und Lufthansa wird natürlich weiter Druck machen. Das ist ja so, die wollen ja das verhindern, weil sie ihr Preismodell damit in Gefahr sehen. Weil wir wissen ja alle, dass Flüge ab Frankfurt, München oder sowas, die da starten, teurer sind, als wenn wir über Stockholm oder sonst wo reinfliegen. Oder Kairo, der alte Klassiker. Damit ist es so, dass halt die Forderungen kommen oder zumindest böse Briefe von Hansens. Und natürlich ist es so, dass Lufthansa in vielen Fällen aufgibt, wenn ein Anwalt ins Spiel kommt, nicht immer. Und am Ende kann es am Richter liegen und da müssen wir schauen, weil Juryprozesse oder sowas gibt es in Deutschland ja nicht. Was ist da eure Meinung zu? Würdet ihr mit der neuen BGH-Linie im Rücken bewusst das letzte Segment verfallen lassen, wenn sich eure Pläne ändern, oder ist euch das Risiko mit Hansens zu groß? In Paris-Charles de Gaulle gibt es Änderungen, ein sogenanntes Renumbering oder eine neue Nummernfolge. Heftiges Problem ist ja, immer wenn man da hinkommt, ist ja dieser Buchstabensalat, das ist ja wie so eine Mafia.
Und da gibt es ja dann 2A, B, C, D, E, K, L, M, 2, F, G, plus 1 und T3. Und das ist natürlich absolut nicht intuitiv. Auch für Vielflieger haben da jetzt nicht so wirklich das Thema. In Paris muss man halt wirklich schauen. Und mehrfach Boardingpass und Kontrollen sind nötig, um da Verwirrung zu vermeiden. Und das neue Nummernsystem ab März ist ganz einfach. Terminal 1 bleibt Terminal 1, Terminal 2 wird Terminal 3, Terminal 3 wird Terminal 2. Ist komisch, ist aber so. Und die heutigen 2E-Satelliten KLM werden Terminal 5 aufgeteilt in 5B, C, D. Terminal 2G soll gemäß internen Entwürfen zu Terminal 7 werden, also regionaler Schengen-Verkehr. Das Ziel ist natürlich, mehr Logik aufzubauen und mehr Übersichtlichkeit, aber es ist natürlich auch wieder ein neuer Garant für Chaos. Die Übergang wird natürlich spannend, weil ja E-Mails dann geschrieben worden sind und so weiter. Also das wird alles lustig. Ich bin mal gespannt, ob es diese Adventures noch gibt oder nicht danach, ob das dann intuitiver ist. Ich fliege auch ehrlicherweise nicht oft durch Paris. Da könnt ihr sagen, findet ihr die Nummernlogik in Charles de Gaulle sinnvoll oder ist das nur ein weiterer Chaos, der sowieso für ein kompliziertes Flughafenlayout steht und eigentlich zu der Freude und zum Spaß gehört, den man in Charles de Gaulle hat. Was unser täglicher Spaß ist bei Meilen, ist ja immer so, dass wir den meisten Value rausholen wollen bei den Meilenpunkten und Status. Und bei United ist es so, dass diese den Spaß wieder reduziert haben, weil sie Meilen entwertet haben. Die Ankündigung und der Zeitplan ist für 2026 veröffentlicht worden. Das heißt, Pluspoint-Upgrade-System wird ab Februar 2027 dynamisch. Es bleiben immerhin lange Vorlaufzeiten. Das ist halt der einzige Vorteil, den man sagen muss. Aber die Statusqualifikation bleibt auch Gott sei Dank unverändert. Die PQF-Schwellenwerte für Premier, Silber, Gold, Platin, 1K bleiben identisch. Damit gibt es da kein Problem. Die Premier Qualifying Points Deposits, Basiseinlage pro Status, Silber 300, Gold 600, Platin 900, PQP und für 1K gibt es 1400. Ab Februar, also ja nicht explizit genannt, aber ich denke mal 2026 soll es halt sein, werden die Abfahrttickets, Upgrades, Pluspoints und CPUs, also Complementary Premier Upgrades, nun auch für Prämientickets genutzt. Das heißt also, ihr könnt diese da benutzen und alles gut für alle Premierstufen. Auch die Polaris Saver Verfügbarkeit wird besser. Allerdings, wer von United eine Chase Kreditkarte hat, wird nochmal vorgestellt, denn Premier Silver und Premier Gold erhalten besseren Zugang zu günstigen Polaris Saver Awards. Daran seht ihr amerikanische Kreditkarten, deshalb auch das Thema neues Headquarter in den USA. Ja, wird geil. Ja, die größte Änderung ist halt wirklich 2027 mit den dynamischen Preisen. Die fixen Charts sind weg, die Definitive Pluspoints kosten pro Segment Kabinenwechsel. Da ist es so, diese Anzeige der möglichen Pluspoints wird dynamisch abhängig sein von Nachfragestrecke, Kabine. Heißt also im Prinzip, wie der Preis wird auch der Punktewert steigen. Deutsche Gefahr für eine Devaluation ist ganz klar gegeben. Man ist schon besser bedient, wenn man die Punkte los wird. Ich selber habe bei United nie große Mengen gehabt, ehrlicherweise. Auch American Advantage ist noch brauchbar für Partner Plus oder für Partner Awards, wobei die Mileage Plus von United ja schon entwertet worden sind. Also in den USA ist das der Trend, ganz klar. Und ihr könnt ja da mal eine Frage beantworten. Und zwar, würdet ihr unter den Umständen noch gezielt auf United Plus Punkte hinarbeiten oder sind dynamische Upgrades einfach für euch der Dealbreaker? Bei Lufthansa ist es so ein Gemischtwarenladen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ich freue mich von euch zu hören, wenn ihr den Kanal abonniert und auf School kommt natürlich. Und, hups, da habe ich einmal gegengetreten, nochmal die Fragen des Tages. Einmal, würdet ihr gezielt, also das ist ja, jetzt ist das Ende aber nah, ne? Einmal natürlich das Thema, würdet ihr gezielt den Flug mit 787 buchen, zum Beispiel Frankfurt-Honolulu, wenn es den gibt, also nur wegen der neuen Kabine und des Flugzeugtyps. Und dann das andere ist natürlich das Skip-Lagging-Urteil. Würdet ihr mit der neuen BGH-Linie im Rücken bewusst das letzte Segment verfallen lassen, wenn sich eure Pläne ändern? Oder ist euch das Risiko einfach mit Lufthansa zu groß? Also in dem Sinne, viel Spaß, bis dann, ciao, ciao.